Der graue Smog von Hive-Tertium hing schwer in der Luft, eine toxische Mischung aus verbranntem Promethium, unaufbereiteten Abgasen und dem allgegenwärtigen Gestank von Milliarden ungewaschener Körper, die in den unteren Ebenen der Makropole zusammengepfercht lebten. Für die meisten Bewohner war dies die Hölle. Für Gaius Valerius, Inspektor 3. Klasse des Departamento Monitorum, Unterabteilung für Arbeitssicherheit und standardisierte Hygienevorschriften, war es lediglich ein Arbeitsumfeld mit unzureichenden Belüftungsparametern. Er rückte seine Brille zurecht, deren linkes Glas einen leichten Sprung aufwies, ein Ärgernis, das er seit 3 Jahren in einem Formular 27b6 zur Reparatur angefordert hatte, und blickte auf sein Klemmbrett. Das Datapad flackerte schwach im schummrigen Licht der sterbenden Lumgloben, die den Korridor nur spärlich erhellten. Sektor 99 Zeta, Veredelungsanlage für organische Nebenprodukte, murmelte Gaius zu sich selbst, während er mit einem kritischen Blick die feuchten Wände musterte. Eine grünliche Flüssigkeit sickerte aus einem Rohr direkt über seinem Kopf und bildete eine Pfütze auf dem Boden, die verdächtig nach Schwefel und Verwesung roch. Gaius seufzte nicht aus Angst, sondern aus tiefer bürokratischer Enttäuschung. Er zog einen Stift aus seiner Brusttasche, leckte kurz an der Spitze, eine schlechte Angewohnheit, die er sich in den staubigen Archiven von Terra angewöhnt hatte, und notierte: unzulässige Leckage an Rohrleitung B12. Rutschgefahr gemäß Sicherheitsverordnung 40k Abschnitt 4 nicht gekennzeichnet. Fehlen von Warnschildern gelb, schwarz, schraffiert. Er schritt weiter. Seine Stiefel klackten rhythmisch auf dem Gitterrostboden. Der Lärmpegel war enorm, ein ständiges Hämmern, Schreien und das tiefe Wummern von Maschinen, die wahrscheinlich seit dem goldenen Zeitalter der Technologie nicht mehr gewartet worden waren. Doch Gaius hörte keine Schreie der Verdammten oder das Flüstern dunkler Götter. Er hörte Lärmbelästigung jenseits der zulässigen 85 Dezibel. Kein Gehörschutz, tadelte er leise, als er an einer Gruppe von Gestalten vorbeikam, die in den Schatten kauerten. Sie trugen Kapuzen und ihre Haut war mit seltsamen Symbolen vernarbt, die bei genauerem Hinsehen aussahen wie 8-zackige Sterne. In ihren Händen hielten sie grobe Messer, von denen eine dunkle Flüssigkeit tropfte. Einer der Gestalten, ein Hühne mit wilden Augen und Zähnen, die zu Spitzen gefeilt waren, trat aus dem Schatten hervor. Er knurrte tief, ein gutturales Geräusch, das normalerweise die Herzen von Gardisten gefrieren ließ. »Fleisch, frisches Fleisch für den Meister«, zischte er und hob die Klinge. Gaius blieb stehen. Er blinzelte, zog die Augenbrauen zusammen und tippte ungeduldig mit dem Stift auf sein Klemmbrett. »Entschuldigen Sie«, sagte er mit einer Stimme, die so trocken war wie die Wüsten von Tallan. »Sind Sie der Schichtleiter?« Der Kultist erstarrte. Die Mordlust in seinen Augen wich kurzzeitiger Verwirrung. Was? »Der Schichtleiter«, wiederholte Gaius und deutete mit dem Stift auf die Waffe des Kultisten. »Und ich muss Sie darauf hinweisen, dass das Mitführen von nicht standardisierten Schneidewerkzeugen ohne entsprechende Schutzhülle in den Verkehrswegen strengstens untersagt ist. Außerdem...« Gaius trat einen Schritt näher und musterte die blutigen Narben auf der Brust des Mannes. »Sehe ich hier offene Wunden, die nicht steril abgedeckt sind. Das ist ein grober Verstoß gegen die Hygienevorschriften der Lebensmittelverarbeitung. Wissen Sie eigentlich, wie schnell sich Staphylokokken in dieser Atmosphäre vermehren?« Der Kultist starrte ihn an, als käme Gaius nicht vom Administratum, sondern aus einer anderen Dimension. Was technisch gesehen im Warhammer-Universum oft vorkam, aber in diesem Fall war es die Dimension der extremen Langeweile. »Ich werde dein Blut trinken«, brüllte der Kultist schließlich, um seine Fassung wieder zu erlangen, und holte zum Schlag aus. »Das würde ich Ihnen nicht raten«, entgegnete Gaius ungerührt und machte einen Haken auf seiner Liste. »Mein Blut enthält hohe Konzentrationen von Koffein und synthetischen Nährlösungen.
Zudem ist der Verzehr von Mitarbeitern während der Arbeitszeit laut § 112 des Imperialen Arbeitskodex untersagt. Und jetzt, wenn Sie so freundlich wären, zur Seite zu treten? Ich habe einen Termin zur Inspektion des Hauptkessels. Mit einer autoritären Handbewegung, die er sich bei einem Kommissar abgeschaut hatte, wenngleich ohne die dazugehörige Boltpistole, schob er den verwirrten Riesen zur Seite. Der Kultist, völlig perplex von der bürokratischen Unangreifbarkeit dieses kleinen Mannes, ließ ihn passieren. In den dunklen Ecken des menschlichen Verstandes gab es viele Ängste, aber die Angst vor einer offiziellen Rüge durch das Administratum saß oft tiefer als die Furcht vor dem Tod. Gaius setzte seinen Weg fort, tiefer in das Herz der Anlage hinein. Die Wände wurden hier seltsamer. Wo vorher rostiges Metall war, schien das Mauerwerk nun organisch zu pulsieren. Adern zogen sich durch den Beton und das Licht hatte einen ungesunden rötlichen Farbton angenommen. Für den durchschnittlichen Betrachter war dies ein klares Zeichen für den verheerenden Einfluss des Chaos, eine Korruption der Realität selbst. Für Inspektor Gaius war es ein massives Problem mit der Bausubstanz. »Strukturelle Integrität gefährdet«, murmelte er und schüttelte den Kopf. Wer auch immer diesen Putz aufgetragen hat, hat billigstes Material verwendet. Das blutet ja förmlich aus den Wänden. Feuchtigkeitsschaden der Kategorie 5. Er erreichte eine große Stahltür, die mit schweren Ketten verriegelt war, doch die Ketten waren gesprengt worden. Ein Symbol, das Auge des Schreckens, war hastig mit etwas geschmiert worden, das verdächtig nach Körperflüssigkeiten aussah, direkt über dem Schild »Zutritt nur für befugtes Personal«. Gaius rümpfte die Nase. Vandalismus. Ein weiterer Punkt auf der Mängelliste. Er schob die schwere Tür auf, die mit einem markerschütternden Quietschen protestierte. »Scharniere nicht geölt«, notierte er im Geiste. Was ihn dahinter erwartete, hätte den Verstand eines schwächeren Mannes zerschmettert. Es war eine riesige Halle, die einst vielleicht eine Montagehalle gewesen war, nun aber zu einem profanen Tempel umgestaltet wurde. Von der Decke hingen Ketten herab, an denen Dinge baumelten, die Gaius geflissentlich als unsachgemäß gelagertes organisches Material klassifizierte. In der Mitte des Raumes befand sich ein riesiger Kessel, gefüllt mit einer brodelnden roten Flüssigkeit. Dämpfe stiegen auf und bildeten Fratzen in der Luft. Um den Kessel herum tanzten Dutzende von Kultisten in wilder Ekstase, sie schrien und sangen in einer Sprache, die das menschliche Ohr schmerzen ließ. Und dort, auf einer Erhöhung aus Knochen und Metallschrott, stand er. Lord Malakor der Schlächter, ein Champion des Korne. Seine Rüstung war dunkelrot, verziert mit Messingbeschlägen und lebenden Gesichtern, die stumm schrien. Er war fast 3 Meter groß, eine Masse aus Muskeln und Hass. In seiner rechten Hand hielt er eine Kettenaxt von der Größe eines Motorrads, deren Zähne sich hungrig drehten. Seine bloße Präsenz ließ die Luft knistern und nach Ozon und Blut schmecken. Er brüllte einen Befehl und die Kultisten verstummten sofort. Die Atmosphäre war geladen mit der Erwartung unermesslicher Gewalt. Malakor hob die Axt, bereit, das finale Opfer zu bringen, um das Portal zum Warp endgültig zu öffnen. »Halt! Stopp! Sofort aufhören!« Die Stimme schnitt durch die dicke Luft wie ein Messer durch Butter. Sie war nicht laut, aber sie hatte jene spezifische Frequenz von genervter Autorität, die jeden, der schon einmal in einer Schlange vor einem Amtsschalter gestanden hatte, sofort innehalten ließ. Malakor, der Schlächter von 1000 Welten, der Auserwählte des Blutgottes, hielt in seiner Bewegung inne. Sein riesiger Kopf, gekrönt von einem Helm mit geschwungenen Hörnern, drehte sich langsam in Richtung des Eingangs. Die glühenden Linsen seines Helms fixierten den kleinen Mann in der grauen Robe, der wild mit einem Klemmbrett wedelte. Gaius marschierte, ohne auch nur einen Hauch von Zögern, die Treppe hinunter in die Halle. Er ignorierte die Kultisten, die ihn mit offenen Mündern anstarrten, und ging direkt auf den Altar zu. Er musste seinen Kopf weit in den Nacken legen, um zu dem Chaos Lord aufzusehen. »Sind Sie verantwortlich für diese Veranstaltung?«
fragte Gaius und deutete vage auf den riesigen Kessel voller Blut. Malachor stieß ein Grollen aus, das den Boden vibrieren ließ. »Ich bin Malachor, Bringer des Endes, Schlächter von...« »Ja, Namen sind für das Protokoll wichtig, aber ich brauche vor allem Ihre Betriebsgenehmigung«, unterbrach ihn Gaius und klickte ungeduldig mit seinem Stift. »Ich sehe hier offenes Feuer in einem geschlossenen Raum ohne entsprechende Abzugsanlage. Das ist ein direkter Verstoß gegen die Brandschutzverordnung Sektor 7. Und diese Flüssigkeit da...« Er ging zum Rand des Blutkessels, tauchte die Spitze seines Stiftes hinein und betrachtete sie kritisch. »Ist das Blut? Unbehandeltes, biologisches Material in offenen Behältnissen? Haben Sie überhaupt eine Ahnung, was für Dämpfe Sie hier einatmen? Wo ist das Sicherheitsdatenblatt für diesen Stoff?« Malachor war sprachlos. In Jahrtausenden des Krieges, in denen er gegen Space Marines, Eldar und Orks gekämpft hatte, war ihm so etwas noch nie begegnet. Normalerweise schrien die Sterblichen, sie flehten oder sie starben einfach. Dieser hier fragte nach Formularen. »Wurm«, donnerte Malachor schließlich, seine Stimme wie brechender Fels. »Dies ist ein Opfer für Korne. Das Blut wird fließen.« »Das Blut darf gerne fließen, solange es in den dafür vorgesehenen Abflusskanälen entsorgt wird und vorher durch eine Filteranlage der Klasse A läuft«, konterte Gaius unbeeindruckt. Er begann hektisch auf seinem Formular zu schreiben. »Ich sehe keine Auffangwannen. Wenn dieser Kessel überläuft, und bei dem Füllstand wird er das, haben wir hier eine massive Umweltkontamination. Das Grundwasser von Hive Tertium ist ohnehin schon schlecht. Wir brauchen nicht noch mehr Hämoglobin darin.« Gaius trat einen Schritt zurück und musterte die riesige Kettenaxt in Malachors Hand. Er schüttelte missbilligend den Kopf. »Und das da? Das ist ja wohl der Gipfel. Bewegliche Teile ohne Schutzabdeckung. Keine Notausfuhrrichtung. Das Ding ist eine wandelnde Arbeitsunfallstatistik. Ist die überhaupt TÜV geprüft? Ich sehe kein Prüfsiegel vom Adeptus Mechanicus.« Die Kultisten begannen unruhig zu tuscheln. Einer von ihnen, ein hagerer Mann mit nur einem Auge, flüsterte seinem Nachbarn zu. »Hat er recht? Brauchen wir ein Siegel? Ich will meine Hand nicht verlieren, bevor das Ritual beginnt.« Malachors Wut stieg wie eine Flutwelle an. Das war Blasphemie, das war Wahnsinn. Er machte einen Schritt auf Gaius zu, der Boden unter seinen schweren Panzerstiefeln bekam Risse. »Ich werde deinen Schädel meinem Thron hinzufügen, kleiner Mann. Dein Blut wird meine Klinge salben.« Er hob die Axt zum Schlag, die Zähne der Waffe heulten auf, ein Geräusch, das normalerweise Panik auslöste. Gaius zuckte nicht einmal zusammen. Er hob lediglich den Zeigefinger. Drohung gegen einen imperialen Beamten im Dienst. Das kommt in den Bericht. Das wird teuer. Und wenn Sie diese Axt jetzt hier drinnen schwingen, verstoßen Sie zudem gegen die Lärmschutzverordnung ab 22:00 Uhr. Ich hoffe, Sie haben eine Ausnahmegenehmigung.« In diesem Moment geschah etwas Unglaubliches. Die schiere Banalität von Gaius' Vorwürfen prallte auf die übernatürliche Aura des Chaos und erzeugte eine Art kognitive Dissonanz im Raum. Die Realität, die durch das Ritual weich und formbar geworden war, begann sich wieder zu verfestigen. Nicht durch heiligen Glauben oder psionische Kraft, sondern durch die unerbittliche, graue Kraft der Bürokratie. Der Warp hasste Ordnung. Und es gab nichts Ordnungsliebenderes als einen Gesundheitsinspektor, der Vorschriften zitierte. Die roten Nebel lichteten sich ein wenig. Malachor spürte, wie seine Verbindung zum Warp flackerte. Er war verwirrt. Seine Wut fand kein Ziel, weil das Ziel sich weigerte, ein Opfer zu sein und stattdessen die Rolle eines enttäuschten Lehrers einnahm. Du wagst es?« knurrte der Chaos Lord, aber ein Hauch von Unsicherheit schwang in seiner Stimme mit. »Ich wage gar nichts. Ich mache meinen Job«, sagte Gaius und riss das oberste Blatt von seinem Block ab. »So,
Aufgrund der massiven Anzahl an Verstößen, fehlende Geländer an der Opfergrube, unzureichende Beleuchtung, Rutschgefahr durch Körperflüssigkeiten, ungesicherte Maschinen und fehlende Beschilderung der Notausgänge bin ich gezwungen, diese Anlage mit sofortiger Wirkung stillzulegen. Er hielt dem 3 Meter großen Monster den Zettel hin. Hier unterschreiben, unten rechts. Durchschlag ist für Ihre Unterlagen. Malakor starrte auf das Papier. Es war rosa. In einer Welt aus Blut und Dunkelheit war dieses kleine rosa Stück Papier das Fremdartigste, was er je gesehen hatte. Seine Hand zitterte vor unterdrückter Wut, aber auch vor einer seltsamen Lähmung. »Unterschreiben«, forderte Gaius streng. »Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Ich muss noch in Sektor 4. Da gibt es Berichte über eine unzulässige Nurglingplage in der Kantine. Wissen Sie, wie schwer es ist, diese kleinen Biester aus dem Salatbuffet zu bekommen?« Der Chaos-Lord brüllte vor Frustration, ließ die Axt sinken und griff nach dem Zettel, vielleicht um ihn zu zerreißen, vielleicht um den Inspektor damit zu erwürgen. Doch gerade als seine gepanzerte Klaue das Papier berühren wollte, erklang ein Alarm. Kein mystischer Alarm, sondern das schrille, nervtötende Piepen eines persönlichen Chronometers. Gaius blickte auf sein Handgelenk. »Oh, verdammt, 12 Uhr.« Er steckte den Stift weg und zog das Papier zurück, bevor Malakor es greifen konnte. Mittagspause. »Tut mir leid, Vorschrift ist Vorschrift. Das Administratum zahlt keine Überstunden. Ich darf während der Pause keine Amtshandlungen vornehmen.« Er drehte sich um, den Rücken zu dem mächtigsten Diener des Korne in diesem Sektor gekehrt und kramte in einer kleinen Tasche an seinem Gürtel. Er zog ein in Wachspapier eingewickeltes Sandwich hervor, synthetischer Käse auf Algenbrot und biss hinein. Trocken. Er sprach mit vollem Mund, während er zu einer Kiste ging, die mit Munition explosiv beschriftet war, wischte mit dem Ärmel etwas Staub und getrocknetes Blut weg und setzte sich darauf. Die Halle war totenstill. Hunderte von Kultisten und ein Chaos-Lord starrten auf den kleinen Mann, der auf einer Kiste hockte und kaute. »Warten Sie nicht auf mich«, rief Gaius zwischen 2 Bissen. »Aber machen Sie nichts Gefährliches, bis ich wieder im Dienst bin. Sonst haftet die Versicherung nicht.« Malakor sah sich um. Seine Anhänger sahen ihn fragend an. Die ganze sorgfältig aufgebaute Atmosphäre des Schreckens war dahin, zerplatzt wie eine Seifenblase an der Ecke eines Schreibtisches. Der Lord spürte, wie der Zorn des Korne in ihm pulsierte, aber es war ein frustrierter Zorn wie der eines Kindes, dem man das Spielzeug weggenommen hatte. Er konnte diesen Mann jetzt töten, ja. Aber es würde sich falsch anfühlen. Es wäre kein glorreicher Sieg. Es wäre, als würde man einen Möbelpacker töten, der gerade Pause macht. Es war unter seiner Würde. Wir warten«, grollte Malakor schließlich, sehr zu seinem eigenen Entsetzen. Warum hatte er das gesagt? Gaius nickte kauend. »Gute Entscheidung. Ach, und wenn Sie schon da rumstehen, könnten Sie vielleicht diesen Eimer mit Gedärmen dort wegnehmen? Er blockiert den Fluchtweg B.« Während die Minuten der Mittagspause verstrichen, geschah etwas in den Schatten der Halle. Die Realität, die durch Gaius stures Beharren auf Normalität stabilisiert worden war, begann erneut zu bröckeln, aber diesmal nicht durch Chaosmagie. Ein leises Surren war zu hören, das Geräusch von Servomotoren und hydraulischen Kolben. Gaius bemerkte es nicht, vertieft in die Betrachtung seines Sandwichs, aber Malakor bemerkte es. Seine übermenschlichen Sinne registrierten eine Veränderung im Luftdruck. Hinter den riesigen Lüftungsschächten an der Decke bewegte sich etwas. Etwas Großes. Etwas, das nicht hier sein sollte, aber vom Duft des ungesicherten organischen Materials, wie Gaius es nannte, angelockt worden war. Gaius schluckte den letzten Bissen hinunter, faltete das Wachspapier sorgfältig zusammen und steckte es in seine Tasche. Er blickte auf die Uhr. 12:30 Uhr. Pause beendet. Er stand auf, klopfte sich die Krümel von der Robe und nahm sein Klemmbrett wieder auf. »So, wo waren wir? Ach ja, die Stilllegung.« Er drehte sich wieder zu Malakor um, doch der Chaos-Lord blickte nicht auf ihn.
Er blickte zur Decke. Gaius folgte seinem Blick. Aus der Dunkelheit der Dachkonstruktion löste sich ein einziger dicker Tropfen einer viskosen violetten Flüssigkeit und landete direkt auf Gaius frisch poliertem Stiefel. Der Inspektor starrte auf den Fleck. Sein Gesicht lief rot an. Das war kein Blut, das war keine Industrieschmiere, das war Tyrannidensäure. »Säurefraß«, zischte Gaius. »Ich habe ausdrücklich in meinem Memo letzte Woche darauf hingewiesen, dass die Dachisolierung gegen Xenos-Sekrete verstärkt werden muss.« Er richtete seinen Stift wie eine Anklage gegen die Decke. »Wenn das ein Liktor ist, der da oben nistet, dann werde ich aber ungemütlich. Wissen Sie, was die Reinigung kostet?« Noch bevor Malakor oder die Kultisten reagieren konnten, barst das Dach. Metallplatten regneten herab, gefolgt von einem kreischenden Albtraum aus Chitin und Klauen. Aber es war kein einzelner Liktor. Es war etwas Größeres, etwas, das sich durch die Lüftungsschächte gequetscht hatte, angelockt durch den Lärm und das Fleisch. Ein Tyranniden-Schwarmherrscher oder zumindest etwas ähnlich Großes und Tödliches landete mit einem gewaltigen Krachen genau zwischen Gaius und Malakor. Staub wirbelte auf. Die Kultisten schrien panisch auf. Malakor brüllte eine Herausforderung und aktivierte seine Kettenaxt. Und Gaius? Gaius hustete im Staub, wedelte mit der Hand vor seinem Gesicht und trat einen Schritt auf das riesige, außerirdische Monster zu, das sich gerade aufrichtete und dessen 4 Arme mit sensenartigen Klauen wild umherschlugen. »Haben Sie eine Besucheranmeldung ausgefüllt?« rief Gaius über den Lärm hinweg dem Tyranniden zu. »Unangemeldete Besucher sind in diesem Bereich nicht gestattet und bringen Sie gefälligst Ihren Ausweis an einer gut sichtbaren Stelle an.« Der Tyrannide, ein Wesen, das nur vom Hunger des Schwarmbewusstseins gesteuert wurde, hielt inne. Es hatte keine Ohren im herkömmlichen Sinne, aber es spürte die Vibrationen. Es drehte seinen länglichen Kopf zu dem kleinen Mann. Gaius tippte auf sein Klemmbrett. »Das wird ja immer bunter hier. Erst Arbeitsschutzverstöße, jetzt unbefugtes Betreten durch betriebsfremde Spezies. Ich muss hier wohl ein Bußgeld der Klasse Exterminatus verhängen.« Er sah von dem Tyranniden zu dem Chaos-Lord. »Sieh da, der Große mit der Axt. Kennen Sie den? Gehört der zu Ihnen?« Malakor, der gerade zum Sprung ansetzen wollte, stolperte fast. »Nein, das ist Ungeziefer. Es besudelt meinen Altar.« »Aha, Schädlingsbefall!« Gaius notierte es triumphierend. »Ich wusste es. Mangelnde Hygiene zieht Ungeziefer an. Das kommt davon, wenn man das Blut nicht rechtzeitig aufwischt. Ich werde das dem Gebäudemanagement melden müssen. Das gibt eine saftige Erhöhung der Nebenkostenabrechnung.« Während der Tyrannide brüllte und sich auf Malakor stürzte, instinktiv den größten Bedrohungsträger erkennend, und der Chaos-Lord den Schlag parierte, stand Gaius ruhig in der Mitte des tosenden Kampfes. Funken sprühten, als Chitin auf Dämonenstahl traf. Kultisten wurden durch die Luft geschleudert. Säure spritzte und verfehlte Gaius nur um Millimeter, weil er sich gerade bückte, um seinen heruntergefallenen Stift aufzuheben. Für jeden anderen wäre dies der Moment des absoluten Terrors gewesen. Für Gaius war es der Beweis, dass das System versagt hatte. Er musste dringend ein Formular 88 Delta, Meldung über außerplanmäßige xenosbiologische Aktivitäten in industriellen Fertigungsanlagen, ausfüllen. Aber das Formular lag in seinem Büro. »Das ist inakzeptabel«, murmelte er, während ein abgetrennter Kultistenkopf neben seinem Schuh landete. Er kickte ihn beiseite. Stolperfalle. Er blickte sich um. Der Kampf tobte heftig, aber Gaius' geschultes Auge sah etwas anderes. Hinter dem kämpfenden Tyranniden, an der Wand, die nun teilweise eingestürzt war, befand sich ein Schaltkasten. Ein alter, verrosteter Schaltkasten mit einem großen roten Hebel. Darunter stand auf einem verblichenen Schild »Notfall-Lüftungssystem, Sektorspülung«. Gaius' Augen leuchteten auf. Endlich. Ein Stück Technik, das er verstand. Eine Möglichkeit, die Luftqualität in diesem Raum wieder auf akzeptable Werte zu bringen.
Wenn er die Hochdrucklüftung aktivierte, würde der ganze Rauch, der Staub und die giftigen Dämpfe abgesaugt werden. Dass dieses System wahrscheinlich genug Sogkraft hatte, um auch kleinere Möbelstücke und ungesicherte Personen ins All zu blasen, war ihm in diesem Moment nicht bewusst. Oder es war ihm egal, da Sicherheitsprotokolle besagten, dass sich bei Aktivierung der Lüftung kein Personal im Raum befinden durfte. Da die anwesenden Personen und Monster sich nicht an die Vorschriften hielten, galten sie für Gaius technisch gesehen nicht als Personal, sondern als bewegliche Hindernisse. Er steckte das Klemmbrett unter den Arm und machte sich auf den Weg zum Schaltkasten. Er musste über Leichen steigen, unter schwingenden Sensenklauen hindurchtauchen, was er mit einer stoischen Ruhe tat, als würde er unter einem zu tief hängenden Ast hindurchgehen und eine Pfütze aus brennendem Plasma umrunden. »Entschuldigung, darf ich mal kurz? Danke. Vorsicht mit dem Tentakel.« Er erreichte den Kasten. Er war mit einem Vorhängeschloss gesichert. Gaius seufzte. »Natürlich. Schlüsselgewalt nicht geklärt.« Er griff in seine Tasche und holte einen Universalschlüssel des Monitorums hervor. Er passte nicht perfekt, aber mit ein wenig Rütteln und einem gezielten Tritt gegen das Gehäuse, eine Technik, die als perkussive Wartung bekannt war, sprang die Tür auf. Er legte seine Hand auf den großen roten Hebel. Hinter ihm hatte Malakor den Tyranniden gerade in den Schwitzkasten genommen, während der Tyrannide versuchte, dem Chaos-Lord den Kopf abzubeißen. Beide hielten inne, als sie das metallische Klicken hörten. Gaius blickte über die Schulter zurück. Aufgrund der massiven Verletzung der Atemluftverordnung in diesem Sektor initiiere ich nun eine standardmäßige Atmosphärenbereinigung. Bitte halten Sie sich an festen Gegenständen fest. Oder auch nicht. Ich habe Sie gewarnt. Er zog den Hebel herunter. Ein tiefes Grollen ertönte tief unter der Fabrik. Es klang, als würde ein riesiger, metallischer Gott tief Luft holen. Die riesigen Turbinen in den Wänden, die seit Jahrhunderten geschwiegen hatten, begannen sich zu drehen. Erst langsam, dann mit einem kreischenden Heulen. Der Staub im Raum begann sich zu wirbeln. Gaius hielt sein Klemmbrett fest an die Brust gedrückt, seine Robe flatterte wild im entstehenden Sog. »Endlich«, rief er über den tosenden Wind, »ein bisschen frische Luft.« Der Sog wurde stärker, viel stärker. Kultisten, die nicht schwer genug waren oder sich nirgends festhalten konnten, wurden von den Füßen gerissen und schreiend in die riesigen rotierenden Ventilatorblätter an der Decke gesaugt. Ein kurzes Splotch-Geräusch bestätigte, dass die Häckselfunktion noch einwandfrei arbeitete. Malakor rammte seine Axt in den Boden, um nicht weggeweht zu werden. Der Tyrannide krallte sich mit allen 4 Gliedmaßen in den Beton. Gaius hingegen stand seltsam stabil. Vielleicht war es die magnetische Sohle seiner Standard-Inspektorenstiefel oder vielleicht war er einfach zu stur und bürokratisch schwerfällig, um von bloßer Physik bewegt zu werden. Das Tor zum Warp, das Malakor zu öffnen versucht hatte, begann unter dem massiven Luftdruck zu flackern. Der Warp war eine Dimension der Emotionen und der Magie, aber physikalischer Unterdruck von dieser Größenordnung war irritierend für die Geisterwelt. Die Dämpfe wurden abgesaugt und mit ihnen die ätherische Verbindung. »Nein«, brüllte Malakor gegen den Sturm. »Mein Ritual! Du elender kleiner Aktenfresser!« Gaius überprüfte die Anzeigen am Schaltkasten. Luftqualität verbessert sich um 15%. Feinstaubbelastung sinkt. Ausgezeichnet. Er ignorierte den Dämonenprinzen, der ihm gerade den Tod androhte, völlig. Für Gaius war das Problem gelöst. Die Luft wurde besser. Dass er gerade eine dämonische Invasion verhinderte, war nur ein positiver Nebeneffekt der Einhaltung von Bauvorschriften. Doch dann geschah das Unvermeidliche. Der rostige Schaltkasten, der die Jahrtausende der Vernachlässigung nicht verkraftet hatte, sprühte Funken. Ein Kabelriss. Der Hebel in Gaius Hand brach ab. Die Turbinen heulten auf ein Maximum und blockierten dann mit einem ohrenbetäubenden Knall. Stille. Plötzliche, dröhnende Stille. Staub rieselte langsam zu Boden.
Die wenigen verbliebenen Kultisten lagen wimmernd in den Ecken. Malachor und der Tyrannide, beide noch ineinander verschlungen, sahen sich an. Dann sahen sie zu Gaius. Gaius starrte auf den abgebrochenen Hebel in seiner Hand. »Typisch«, sagte er trocken. »Materialermüdung. Ich werde einen Beschaffungsantrag für einen neuen Hebel stellen müssen. Lieferzeit 6 bis 8 Wochen.« Er warf den Hebel achtlos weg. Der Tyrannide, verwirrt durch den plötzlichen Stopp des Sturms, nutzte die Gelegenheit, riss sich von Malachor los und verschwand blitzschnell wieder in den Schatten der zerstörten Decke, wahrscheinlich auf der Suche nach leichterer Beute oder einem Gebäude mit weniger strengen Hausmeistern. Malachor stand allein da. Sein Ritual war ruiniert, seine Kultisten dezimiert oder püriert, sein Opferblut war durch den Unterdruck im ganzen Raum versprüht worden, was eine riesige Sauerei war. Er atmete schwer. Seine Augen glühten vor reinem Hass, als er sich ganz langsam zu Gaius umdrehte. Gaius klopfte sich den Staub von der Schulter. Er sah den Chaos Lord an. Er sah die mordlustige Absicht. Er sah die Axt, die nun wieder erhoben wurde. Und dann tat Gaius etwas, das Malachor endgültig aus dem Konzept brachte. Er schaute auf seine Armbanduhr, seufzte tief und begann sein Klemmbrett einzupacken. Nun, da die unmittelbare Gefahr durch giftige Gase vorerst eingedämmt ist, wenn auch nur provisorisch, und da die Anlage aufgrund technischer Defekte ohnehin nicht betriebsbereit ist, werde ich meinen Bericht im Hauptquartier fertigstellen. Er nickte dem fassungslosen Dämonenlord zu. Ich erwarte, dass diese Mängel bis zu meinem nächsten Besuch in 2 Wochen behoben sind. Insbesondere das Geländer an der Grube. Wenn ich wiederkomme und da ist kein Geländer, muss ich den Laden endgültig dicht machen. Und glauben Sie mir, Sie wollen sich nicht mit der Rechtsabteilung des Adeptus Administratum anlegen. Die haben Exterminatusbefugnisse. Gaius drehte sich um und ging in Richtung Ausgangstür. Er drehte dem Tod den Rücken zu, geschützt durch nichts als die unerschütterliche Arroganz eines Mannes, der weiß, dass er die Vorschriften auf seiner Seite hat. Malachor stand da, die Axt erhoben. Er zitterte. Er wollte zuschlagen. Er wollte diesen kleinen, grauen Fleck in seiner Existenz auslöschen. Aber die Drohung mit der Rechtsabteilung und die 2 Wochen Frist. Eine seltsame Stimme in seinem Kopf, vielleicht Korne, vielleicht aber auch nur der gesunde Menschenverstand, flüsterte ihm zu: »Lass ihn gehen. Er ist es nicht wert. Und vielleicht sollten wir wirklich ein Geländer anbringen. Der letzte Kultist, der reingefallen ist, hat den Geschmack des Blutes ruiniert.« Gaius erreichte die Tür, öffnete sie quietschte immer noch und blieb kurz stehen. Ohne sich umzudrehen, rief er: »Und ölen Sie diese Tür, das Quietschen ist psychologische Folter.« Dann fiel die Tür hinter ihm ins Schloss. Gaius stand wieder im Korridor. Er atmete tief ein. Die Luft hier draußen war immer noch schlecht, aber zumindest vorschriftsmäßig schlecht. Er machte sich auf den Weg zum Turbolift, der ihn zurück in die oberen Ebenen bringen würde. Sein Tag war noch nicht zu Ende. Er hatte noch 3 weitere Inspektionen vor sich und er hatte das Gefühl, dass die Kantine in Sektor 4 wirklich Probleme mit der Hygiene hatte. Als der Lift sich in Bewegung setzte und Gaius in die Dunkelheit des Schachtes hinaufstieg, dachte er nicht an den Chaos Lord, den er gerade gedemütigt hatte, oder an das Xenos-Monster. Er dachte an sein Formular. Er hatte vergessen, den Tyranniden nach seiner Steueridentifikationsnummer zu fragen. »Verdammt«, murmelte er. »Das gibt wieder Papierkram.« Der Lift ratterte nach oben und Gaius Valerius, der unwahrscheinlichste Held des Imperiums, verschwand in den Schatten der Makropole, bereit, den wahren Feind der Menschheit zu bekämpfen: die Nichteinhaltung von Sicherheitsstandards. Doch was Gaius nicht wusste, war, dass sein Bericht, Formular 799C Beta, nicht im Archiv verstauben würde. Denn in den Tiefen des Administratums gab es Augen, die alles sahen. Und es gab Mächte, die erkannten, dass ein Mann, der einen Chaos Lord mit einem Klemmbrett besiegen konnte, für speziellere Aufgaben geeignet war.
Der Turbolift erreichte schließlich Ebene 1, den Verwaltungsdistrikt des Sektors. Die Türen glitten mit einem Seufzen auf, das fast erleichtert klang. Gaius trat heraus und wurde sofort von der gewohnten Kakophonie des Administratums verschluckt. Tausende von Schreibern saßen in endlosen Reihen an Pulten, Servoschädel surrten durch die Luft und transportierten Pergamentrollen, und der Geruch von uraltem Papier und billigem Recaf-Kaffee hing schwer in der Luft. Dies war Gaius' wahres Schlachtfeld. Hier fühlte er sich sicher. Hier gab es keine Dämonen, nur Formulare, die falsch ausgefüllt worden waren. Er bahnte sich seinen Weg zu Schalter 419 Alpha, der Annahmestelle für außergewöhnliche Vorfälle und defekte Büroausstattung. Hinter dem dicken Panzerglas saß ein Servitor, dessen menschliche Hälfte gelangweilt aussah, während seine mechanische Hälfte ununterbrochen stempelte. »Gaius Valerius, Inspektor 3. Klasse«, sagte Gaius und schob seinen Bericht durch den Schlitz. Meldung über schwere Sicherheitsmängel in Sektor 99 Zeta. Außerdem Antrag auf Ersatz eines Hebels, Modell Standardindustrie, Rot. Der Servitor ratterte, sein künstliches Auge zoomte auf Gaius, dann auf das Formular. Bearbeitungszeit, 4 Standardmonate, krächzte die Maschine. Gaius nickte zufrieden. Schneller als erwartet. Gut. Er wollte sich gerade umdrehen und zu seinem spartanischen Wohnquartier gehen, um seine Socken nach Farben zu sortieren, als plötzlich die Luft im Raum zu gefrieren schien. Die riesigen Flügeltüren am Ende der Halle, die normalerweise nur für Sektorgouverneure oder Inquisitoren geöffnet wurden, schwangen mit einem gewaltigen Knall auf. Stille legte sich über den riesigen Saal. Tausende von Schreibern hielten mitten in der Bewegung inne. Sogar die Servoschädel stoppten in der Luft. Durch das Tor marschierten 4 Gestalten. Sie waren gigantisch. Sie trugen Rüstungen aus reinem Auramid, die so golden glänzten, dass es in den Augen schmerzte. Rote Umhänge wehten hinter ihnen her, obwohl es keinen Wind gab. Sie trugen Helme mit hohen Kämmen und hielten Speere, die vor Energie knisterten. Adeptus Custodes, die Leibwache des Imperators persönlich. Halbgötter, die normalerweise den imperialen Palast auf Terra nie verließen. Sie marschierten durch den Mittelgang und Schreiber warfen sich vor Ehrfurcht und purer Panik zu Boden. Die Custodes steuerten direkt auf Schalter 419 Alpha zu. Direkt auf Gaius. Der Anführer der Custodes, ein Riese namens Schildkapitän Valdorian, blieb vor Gaius stehen. Sein Schatten verschluckte den kleinen Inspektor vollständig. »Bist du Gaius Valerius?« Die Stimme dröhnte aus dem Helm wie ein Gewitter. Gaius blinzelte. Er rückte seine Brille zurecht. Er sah auf die goldenen Stiefel des Riesen. »Gaius Valerius, ja. Und ich muss Sie darauf hinweisen, dass das Tragen von spitzen Gegenständen, ich beziehe mich auf diesen Speer da, in einem öffentlichen Verwaltungsgebäude ohne entsprechende Ausnahmegenehmigung.« »Schweig!« donnerte der Custodes. Der Schall ließ das Panzerglas von Schalter 419 Alpha erzittern. »Du wirst uns begleiten, sofort, auf Befehl des Hohen Senats zu Terra.« Ein Raunen ging durch die Halle. Eine Verhaftung durch die Custodes? Was hatte dieser kleine Mann getan? Hatte er eine ganze Welt verraten? Gaius seufzte. »Ist das wegen dem abgebrochenen Hebel? Ich habe doch gerade erst den Ersatzantrag gestellt. Das ist wirklich kein Grund, gleich den Sicherheitsdienst zu rufen, auch wenn sie sehr glänzende Uniformen haben.« Ohne ein weiteres Wort packte der Custodes Gaius am Kragen seiner grauen Robe, hob ihn hoch wie eine streunende Katze und marschierte los. Gaius baumelte in der Luft, sein Klemmbrett fest an die Brust gepresst. »Ich habe noch Mittagspause«, protestierte er schwach, während er aus der Halle getragen wurde. »Das verstößt gegen die Ruhezeitverordnung.« Die Reise war ein Albtraum aus Logistik und fehlenden Reisekomfortstandards. Sie wurden auf ein schwarzes Schiff gebracht, das schneller als das Licht durch den Warp raste. Gaius verbrachte die meiste Zeit damit, sich über die mangelnde Beinfreiheit in der Arrestzelle und das Fehlen von ergonomischen Kopfkissen zu beschweren.
Er versuchte, einem der stummen Schwestern des Schweigens, Sisters of Silence, die das Schiff bewachten, zu erklären, dass ihr Schweigegelübde die Kommunikation im Notfall massiv behindern würde, aber sie starrte ihn nur so intensiv an, dass er Kopfschmerzen bekam. Schließlich erreichten sie Terra, die Thronwelt, der heiligste Ort der Menschheit. Gaius wurde nicht in ein Gefängnis gebracht, er wurde auch nicht zu einem Verhörraum gebracht. Die Custodes führten ihn immer tiefer in den imperialen Palast, vorbei an kilometerhohen Statuen, durch Hallen, in denen Wolken entstanden, und über Brücken, die über bodenlose Abgründe führten. »Das Geländer hier ist viel zu niedrig«, murmelte Gaius, während er in einen Abgrund blickte, der bis zum Erdkern zu reichen schien. Ein Stolpern und man hat einen Arbeitsunfall mit Todesfolge. Wer ist hier für die Gebäudesicherheit zuständig? Den möchte ich sprechen. Der Schildkapitän blieb vor einem Tor stehen, das so groß war, dass man einen Titanen hindurchfahren könnte. Es war aus Adamantium und Gold, bedeckt mit Milliarden von mikroskopisch kleinen Schutzrunen. Das ewige Tor, der Eingang zum Thronsaal. »Hör zu, Sterblicher«, sagte der Custodes und nahm zum ersten Mal den Helm ab. Sein Gesicht war perfekt, wie eine antike Statue, aber seine Augen waren voller Sorge. »Wir haben deine Akte studiert. Du hast einen großen Dämon des Korne besiegt, indem du ihn mit Formularen verwirrt hast. Du hast einen Tyrannidenschwarmherrscher vertrieben, indem du ihn nach seinem Ausweis gefragt hast.« »Ich habe lediglich die geltenden Vorschriften durchgesetzt«, korrigierte Gaius. »Und der Dämon hat das Formular nicht unterschrieben. Das Verfahren ist noch anhängig.« Der Custodes ignorierte ihn. »Wir haben eine Krise. Eine Krise, die wir nicht mit Boltern oder Schwertern lösen können. Eine Krise technischer und bürokratischer Natur. Im inneren Sanktum.« Gaius zog eine Augenbraue hoch. »Im inneren Sanktum? Sagen Sie bloß, die Klimaanlage im Thronsaal ist ausgefallen? Bei all dem Gold heizt sich das sicher furchtbar auf.« Der Custodes schluckte schwer. »Es ist komplizierter. Tritt ein.« Das Tor öffnete sich. Ein Licht, heller als 1000 Sonnen, flutete heraus. Psionische Energie drückte auf Gaius' Geist wie ein Schraubstock. Jeder normale Mensch wäre auf die Knie gefallen, weinend vor Ehrfurcht oder wahnsinnig geworden durch die schiere Präsenz des Imperators. Gaius kniff die Augen zusammen. Zu hell, viel zu hell. Blendgefahrstufe 10. Haben Sie hier keine Dimmer? Er marschierte hinein. Der Raum war gigantisch. Maschinen von der Größe von Bergen säumten die Wände, Kabel dick wie Baumstämme schlängelten sich über den Boden. Tausende von Tech-Priestern des Mechanicus wuselten herum, sangen binäre Gebete und schwenkten Weihrauchfässer. Und in der Mitte, auf einem riesigen goldenen Mechanismus, saß ER, der Imperator der Menschheit. Oder das, was von ihm übrig war. Ein skelettartiger Leichnam, gehalten von einem Feld aus Stasis Energie, angeschlossen an die komplexeste Maschine der Galaxis, den goldenen Thron. Doch etwas stimmte nicht. Ein rotes Warnlicht blinkte an der Seite des Throns. Ein nervtötendes, rhythmisches Piep, Piep, Piep. Die Tech-Priester waren in Panik. »Der Maschinengeist ist erzürnt«, rief ein Magus. »Wir haben 700 Liter heiliges Öl geopfert, aber das Piepen hört nicht auf. Wir müssen das Segmentum Solar opfern, um die Energie umzuleiten«, schrie ein anderer. Der Schildkapitän schob Gaius nach vorne. »Tu es! Tu das, was du tust!« Gaius sah sich um. Er sah das Chaos. Er sah die Panik. Und dann sah er das Problem. Er ging auf den goldenen Thron zu. Die Custodes hoben ihre Speere, senkten sie aber auf einen Wink des Captains wieder. Gaius stieg die goldenen Stufen hinauf. Er stand nun direkt vor dem Gottimperator. Der Herr der Menschheit starrte aus leeren Augenhöhlen in die Ewigkeit. Die psionische Macht war so stark, dass Gaius' Zähne vibrierten. »Guten Tag«, sagte Gaius höflich zu dem Skelett. »Inspektor Valerius, Arbeitssicherheit. Ich müsste mich mal kurz hier umsehen. Bitte bleiben Sie sitzen.« Natürlich bleiben Sie sitzen.« Er wandte sich an den panischen Tech-Priester Magus. »Sie da, mit den Tentakeln.
Wann wurde dieses Gerät zuletzt einer DGUV V3-Prüfung für ortsfeste elektrische Anlagen unterzogen? Der Magos starrte ihn an. Das ist der goldene Thron. Er existiert seit 10.000 Jahren. Er ist heilig. Ja, und er ist eine Brandfalle, entgegnete Gaius trocken. Er deutete auf den Boden. Schauen Sie sich diesen Kabelsalat an. Das ist ja lebensgefährlich. Ein Stolpern und das Lebenserhaltungssystem für den Gott-Imperator wird ausgesteckt. Haben Sie keine Kabelbinder? Gaius kniete sich hin, direkt zu Füßen des Imperators. Er folgte dem Kabel, das zu dem blinkenden roten Licht führte. Es war ein altes, dickes Kabel, das unter einem der goldenen Schädel vergraben war, die den Thron verzierten. Aha, machte Gaius. Der ganze Saal hielt den Atem an. Schildkapitän Valdorian trat vor. »Hast du die Ursache der heretischen Störung gefunden, Inspektor?« Gaius zog das Kabel hervor. Es war an einer Stelle leicht abgeknickt, weil einer der Tech-Priester seinen schweren Weihrauchständer darauf abgestellt hatte. Klassischer Wackelkontakt durch mechanische Belastung, diagnostizierte Gaius. Jemand hat was Schweres auf das Kabel gestellt. Das blockiert den Elektronenfluss im sekundären Kühlkreislauf. Er nahm den schweren Weihrauchständer und schob ihn zur Seite. Das Piepen hörte auf. Das rote Licht wurde grün. Das Surren des goldenen Throns wurde wieder zu einem gleichmäßigen, beruhigenden Brummen. Stille im Saal. Totale Stille. Der Magos fiel auf die Knie. Ein Wunder! Der Omnissiah hat durch diesen bescheidenen Diener gewirkt. Er hat den Maschinengeist besänftigt. Gaius klopfte sich den Staub von den Knien. Er stand auf und blickte den Imperator an. Für einen kurzen Moment, einen winzigen Augenblick, hätte Gaius schwören können, dass sich in dem leeren Schädel des Imperators so etwas wie Erleichterung regte. Vielleicht sogar ein psionisches »Danke, mein Rücken tat weh«. Aber Gaius war ein Mann der Fakten, nicht der Einbildung. Er nahm sein Klemmbrett. »So, das Problem ist behoben, aber ich muss hier trotzdem eine Mängelrüge ausstellen.« Die Custodes und Tech-Priester starrten ihn entsetzt an. Er wollte dem Imperator eine Rüge erteilen? Erstens, zählte Gaius auf und zeigte auf den Thron. Die Sitzhaltung ist ergonomisch eine Katastrophe. Kein Wunder, dass er so aussieht. Der Mann braucht ein Lendenkissen, Memory Foam, wenn möglich. Zweitens, die Beleuchtung. Viel zu viel Lumen. Das ist schlecht für die Netzhaut, auch wenn man keine Augen mehr hat. Ich empfehle indirektes Licht. Und drittens, Gaius ging um den Thron herum und zog einen kleinen Aufkleber aus seiner Tasche. Er leckte daran und klebte ihn direkt auf die goldene Rüstung des Imperators, genau auf den Brustpanzer. Es war ein bunter Aufkleber. Darauf stand, Panciso E-Check geprüft, nächster Prüftermin 0142.000. So, sagte Gaius zufrieden. Damit wären wir hier fertig. Schildkapitän Valdorian starrte auf den Aufkleber auf der Brust seines Gottes. Er wusste nicht, ob er Gaius auf der Stelle töten oder ihn zum Heiligen erklären sollte. Du hast den Imperator beklebt«, flüsterte der Custodes. »Er hat die Prüfung bestanden«, sagte Gaius schulterzuckend. »Knapp. Aber bestanden ist bestanden. Ordnung muss sein.« Er drehte sich um und ging die Stufen hinunter. »Gibt es hier eine Kantine? Die Reise hat mich hungrig gemacht. Und ich hoffe, das Essen ist besser als auf dem Schiff.« Der Nährschleim dort hatte eine seltsame Konsistenz. Als er das riesige Tor erreichte, drehte er sich noch einmal um. Tausende der mächtigsten Wesen des Imperiums starrten ihm nach. »Ach ja«, rief Gaius durch den riesigen Saal. »Und machen Sie mal sauber hier. Überall Staub. Staub ist der Feind präziser Elektronik. Wenn ich in 1000 Jahren zur Nachprüfung komme und es ist immer noch so staubig, muss ich den Thron stilllegen.« Er verließ den Thronsaal. Draußen im Korridor wartete der Schildkapitän, der ihm nachgelaufen war. Der Riese wirkte verstört. »Inspektor«, sagte Valdorian, »der Hohe Senat zu Terra. Sie wissen nicht, wie sie dich belohnen sollen. Willst du einen Planeten? Eine eigene Flotte?« Gaius blieb stehen. Er dachte nach.
Er hatte das Universum vor dem Chaos gerettet, im Kleinen, und den goldenen Thron repariert, im Großen. Er hatte Macht über Leben und Tod. Eigentlich, sagte Gaius und rückte seine Brille zurecht, gibt es da eine Sache. Nenne sie. Dieser Hebel in Sektor 99 Zeta, der rote. Mein Antrag auf Ersatz läuft noch. Wenn Sie den Prozess beschleunigen könnten. Priorität 1? Der Kustodes starrte ihn an. Lange. Sehr lange. Ein Hebel? Ein roter, präzisierte Gaius. Und vielleicht einen neuen Tacker. Meiner klemmt. Der Schildkäpt'n des Adeptus Custodes, Wächter des Goldenen Throns, Krieger der Legenden, seufzte tief. Es war ein sehr menschliches Geräusch. Es wird geschehen, Inspektor. Es wird geschehen. Epilog. 2 Wochen später in Sektor 99 Zeta. Die Fabrik war immer noch stillgelegt, aber am Eingang prangte nun ein brandneues Schild. Betreten verboten. Amtlich versiegelt. Drinnen, tief unten bei der Grube, wo Lord Malachor einst sein Ritual abhalten wollte, war nun etwas Neues installiert worden. Ein Geländer. Ein glänzendes, stabiles, vorschriftsmäßiges Geländer aus rostfreiem Stahl. Und an der Wand hing ein neuer Schaltkasten mit einem funkelnden, roten Hebel. Gaius Valerius stand davor, sein Klemmbrett in der Hand. Er prüfte das Geländer, indem er leicht dagegen rüttelte. Es hielt bombenfest. Er nickte. Ein seltenes, winziges Lächeln huschte über sein Gesicht. »Perfekt«, murmelte er. Keine Beanstandungen. Er machte einen Haken auf seiner Liste. Das Universum mochte brennen. Das Chaos mochte lauern. Xenos mochten die Sterne verschlingen. Aber hier, in Sektor 99 Zeta, war alles vorschriftsmäßig. Und für Gaius Valerius war das der größte Sieg von allen. Er drehte sich um und ging in die Dunkelheit, das Klack, Klack, Klack seiner Stiefel hallte wie ein Versprechen der Ordnung durch die anarchische Finsternis der Zukunft.